Lektion 1. Modespaß. Hey Anna, hast du die neue Sommerkollektion im Laden gesehen? Ja, das klingt interessant. Ich liebe es, mir die neuesten Trends anzusehen. Ich weiß. Oder? Welche anderen Optionen ziehen Sie für Ihre Sommergarderobe in Betracht? Ich denke darüber nach, ein paar leichte Kleider und vielleicht ein paar Tanktops zu kaufen. Die klingen perfekt für das warme Wetter. Welche Farben bevorzugst du? Ich tendiere zu leuchtenden Farben wie Koralle und Türkis. Sie fühlen sich so lebendig an. Tolle Auswahl. Helle Farben fallen im Sommer wirklich auf. Hast du über Accessoires nachgedacht? Ja, ich würde gerne ein paar Statement-Ohrringe und einen lustigen Hut zu meinen Outfits hinzufügen. Das ist eine stylische Idee. Ein Hut kann einen Sommerlook wirklich vervollständigen. Genau. Und es hilft auch, meine Haut vor der Sonne zu schützen. Definitiv. Für eine sportliche Atmosphäre könntest du auch Shorts mit Mesh-Einsätzen ausprobieren. Oh, das klingt cool. Sie wären atmungsaktiv und perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Genau. Außerdem sind sie bequem für einen Tagesausflug oder einen ungezwungenen Treffpunkt. Ich liebe vielseitige Kleidung. Es ist schön, Kleidungsstücke zu haben, die schick oder leiser angezogen werden können. Absolut. Durchmischen und kombinieren macht das Anziehen so viel Spaß. Ja, hast du irgendwelche Lieblingsstücke in deiner Sommergarderobe? Ich habe ein paar leichte Button-Up-Shirts, die ich sehr gerne trage. Das ist genial. Button-Ups lassen sich so einfach mit Shorts oder Chinos kombinieren. Richtig, sie strahlen einen entspannten und doch zusammengestellten Look aus. Ich stimme zu. Ich freue mich darauf, meine Sommergarderobe dieses Jahr aufzufrischen. Ich auch. Es wird eine Saison voller lustiger Outfits und Abenteuer. Lektion 2. Wachstumsreisen. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit über persönliche Entwicklung gelesen. Das klingt interessant. Das ist es wirklich. Es gibt so viel zu entdecken, von Achtsamkeit bis hin zur Zielsetzung. Genau. Hast du selbst irgendwelche Techniken zur Persönlichkeitsentwicklung ausprobiert? Ja, ich habe angefangen, Tagebücher zu führen, um über meine Gedanken und Gefühle nachzudenken. Das ist eine großartige Praxis. Wie hat dir das Tagebuchschreiben geholfen? Es ermöglicht mir, meine Ziele zu klären und meine Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen. Das ist so nützlich. Ich habe gehört, dass Visualisierungstechniken auch mächtig sein können. Unbedingt. Die Visualisierung ihrer Ziele kann sie motivieren, sie zu erreichen. Hast du schon einmal Visualisierungen ausprobiert? Ja, ich habe es vor wichtigen Präsentationen benutzt. Es stärkt mein Selbstvertrauen. Ich kann mir vorstellen, dass das helfen würde. Welche andere Methoden findest du effektiv? Ich praktiziere auch Meditation. Es hilft mir, konzentriert zu bleiben und Stress abzubauen. Das ist fantastisch. Wie lange meditierst du jeden Tag? Ich strebe mindestens 10 bis 15 Minuten an, aber manchmal gehe ich länger.
Das ist eine gute Angewohnheit. Ich sollte Meditation ausprobieren. Das solltest du auf jeden Fall. Es kann Ihrem Geist viel Klarheit und Frieden bringen. Ich war auch daran interessiert, Selbsthilfebücher zu lesen. Irgendwelche Empfehlungen? Ja, die 7 Gewohnheiten hochwirksamer Menschen ist ein Klassiker. Davon habe ich gehört. Was fanden Sie daran am wertvollsten? Die Idee, proaktiv zu sein, fand bei mir großen Anklang. Initiative zu ergreifen ist der Schlüssel. Das ist eine wichtige Lektion. Es ist erstaunlich, wie persönliche Entwicklung unser Leben verändern kann. Unbedingt. Es ist eine lebenslange Reise des Lernens und Wachstums. Ich freue mich darauf, meine eigene Reise zu beginnen und zu sehen, wohin sie mich führt. Lektion 3. Träume entwerfen. Hey Anna, hast du von dem neuen Wohnprojekt in unserer Gegend gehört? Ja, ich habe gelesen, dass Mieter mit einem eigenen Architekten zusammenarbeiten können. Das klingt unglaublich. Ich weiß, oder? Es ist toll, dass Sie sich Kommentare und Ideen der Bewohner anhören. Definitiv. Dadurch fühlt sich der Wohnraum persönlicher und einzigartiger an. Welche Funktionen werden die Leute Ihrer Meinung nach in ihre Designs aufnehmen wollen? Ich wette, viele werden nach offenen Grundrissen fragen, um ein großzügiges Ambiente zu schaffen. Das ist eine beliebte Wahl. Auch offene Räume können das natürliche Licht wirklich verbessern. Ja, und ich denke, die Leute wünschen sich vielleicht umweltfreundliche Funktionen wie Sonnenkollektoren. Toller Punkt. Nachhaltigkeit wird für Hausbesitzer immer wichtiger. Genau. Bei der Gestaltung neuer Räume ist es wichtig, die Umwelt zu berücksichtigen. Denken Sie, dass die architektonischen Stile zwischen den Mietern variieren werden? Ganz gewiss. Einige bevorzugen vielleicht moderne Designs, während andere eher zu traditionellen Stilen tendieren. Diese Abwechslung wird der Nachbarschaft Charakter verleihen. Was ist mit Außenräumen? Ich hoffe, sie beinhalten Balkone oder kleine Gärten. Frische Luft ist so erfrischend. Ich stimme zu. Eine kleine Grünfläche kann die Lebensqualität wirklich verbessern. Außerdem ist es eine schöne Gegend, um mit Freunden und Familie Kontakte zu knüpfen. Unbedingt. Eine gute Balance zwischen privaten und gemeinschaftlichen Räumen ist unerlässlich. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich dieses Projekt entwickelt. Das klingt nach einer fantastischen Gelegenheit. Ich auch. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Ideen aller im endgültigen Design zusammenkommen. Lektion 4. Kunstvolle Ausdrücke. Hey Anna, ich habe mir gerade ein paar Farben- und Skizzenbücher angesehen. Ich brauche immer frische Vorräte. Das ist großartig. Neue Materialien können Kreativität anregen. Welche Farben bevorzugst du? Ich liebe Aquarellfarben. Sie sind so lebendig und lassen sich leicht vermischen. Wasserfarben sind wunderschön. Sie erzeugen so sanfte und verträumte Effekte. Benutzt du sie oft? Ja,
besonders für Landschaften. Die Art und Weise, wie Farben zusammenfließen, ist magisch. Das klingt herrlich. Ich mag Acrylfarben wegen ihrer Kühnheit und schnellen Trocknungszeit. Acrylfarben machen Spaß. Sie können sie überlagern, um Tiefe zu erzeugen. Was malst du gerne? Ich male oft Blumen und Naturszenen. Sie bringen mir Frieden und Freude. Die Natur ist eine großartige Inspiration. Hast du schon einmal versucht, nach Fotos zu malen? Ja, es ist hilfreich. Es ermöglicht Ihnen, Details festzuhalten, die Sie im wirklichen Leben möglicherweise übersehen. Unbedingt. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, verschiedene Techniken zu üben. Apropos Technik, hast du eine Lieblingstechnik? Ich liebe es, die Nasse-Nass-Technik mit Wasserfarben zu verwenden. Es entstehen wunderschöne Mischungen. Das klingt interessant. Ich verwende gerne Spachtel mit Acrylfarben für die Textur. Strukturierte Gemälde können so auffallend sein. Hast du jemals deine Arbeiten ausgestellt? Ich habe letztes Jahr an einer lokalen Kunstmesse teilgenommen. Es war aufregend, meine Kunst zu teilen. Wie wunderbar! Ich würde gerne eines Tages deine Stücke sehen. Danke. Ich würde gerne meine Kunst mit dir teilen. Was ist mit dir? Irgendwelche Ausstellungen? Ich habe noch nicht ausgestellt, aber ich träume davon, es eines Tages zu tun. Das ist ein fantastisches Tor. Kreieren Sie weiter und es wird passieren. Das werde ich. Es ist inspirierend, von deiner Reise als Künstler zu hören. Lektion 5. Kulinarische Köstlichkeiten. Hey Anna, warst du in dem neuen Restaurant in der Innenstadt? Habe ich noch nicht. Welche Art von Essen servieren Sie? Sie haben eine Vielzahl, darunter Burger, Pasta und sogar einige vegane Optionen. Das klingt köstlich. Ich liebe Orte, die auf unterschiedliche Ernährungspräferenzen zugeschnitten sind. Ich auch. Es ist toll, Optionen zu haben. Haben Sie eine Lieblingsküche? Ich mag italienisches Essen sehr, besonders Nudelgerichte. Wie steht's mit dir? Ich bin ein großer Fan von Burgern, besonders von Gourmet-Burgern mit einzigartigen Toppings. Lecker. Ich liebe es, wenn Restaurants mit ihren Zutaten kreativ werden. Genau. Ich hatte einmal einen Burger mit Avocado und würzigen Jalapenos. Es war unglaublich. Das klingt unglaublich. Ich habe gesehen, dass einige Orte auch Pasta mit ungewöhnlichen Saucen anbieten. Ja, ich habe einmal eine Pesto-Sahnesauce probiert und sie war eine köstliche Variante des traditionellen Pestos. Wow, das ist eine einzigartige Kombination. Glaubst du, du wirst versuchen, es zu Hause zu kochen? Das könnte ich. Zu Hause zu kochen kann eine unterhaltsame Art sein, mit Aromen zu experimentieren. Definitiv. Außerdem ist es normalerweise gesünder, wenn Sie die Inhaltsstoffe kontrollieren. Stimmt. Und es kann eine großartige Möglichkeit sein, sich mit Freunden oder der Familie zu verbinden, während sie gemeinsam Mahlzeiten zubereiten. Ja, gemeinsames Kochen ist immer eine gute Zeit. Hast du irgendwelche Lieblingsrezepte?
Ich liebe es, hausgemachte Burger zu machen. Es ist einfach und jeder kann sein eigenes anpassen. Das klingt lustig. Ich mache gerne Nudelgerichte, weil sie so vielseitig sind. Pasta eignet sich hervorragend dafür. Sie können die Sauce einfach wechseln oder anderes Gemüse hinzufügen. Genau. Und es ist perfekt für jeden Anlass, egal ob es sich um ein ungezwungenes Abendessen oder ein schickes Treffen handelt. Ich stimme zu. Essen bringt Menschen wirklich zusammen, nicht wahr? Das tut es wirklich. Ich kann es kaum erwarten, das Restaurant zu besuchen und ein paar neue Gerichte zu probieren. Das Gleiche hier. Neue Geschmacksrichtungen zu entdecken ist immer ein Abenteuer. Lektion 6. Kulturen überbrücken. Hey Anna, ich habe darüber gelesen, wie Kulturen die Bereitschaft der Menschen beeinflussen können, anderen zu helfen. Das ist ein interessantes Thema. Es scheint, dass einige Kulturen weniger geneigt sind, Menschen außerhalb ihrer eigenen Gruppe zu helfen. Genau. Es ist faszinierend, wie soziale Normen unser Verhalten gegenüber anderen prägen. Was glaubst du verursacht diese Neigung? Ich glaube, das liegt zum Teil am Gemeinschaftsgefühl. Menschen priorisieren oft die Bedürfnisse ihrer eigenen Gruppe. Das macht Sinn. Es kann aber auch zu Missverständnissen zwischen verschiedenen Kulturen führen, oder? Unbedingt, wenn sich Menschen nicht verstehen, kann das zu Barrieren führen. Ich denke, es ist wichtig, Empathie und Verständnis zwischen den Kulturen zu fördern. Ja, Programme, die interkulturelle Interaktionen fördern, können helfen, diese Barrieren abzubauen. Haben Sie jemals an kulturellen Austauschprogrammen teilgenommen? Ich habe es einmal getan. Es war augenöffnend, etwas über verschiedene Traditionen und Perspektiven zu erfahren. Das klingt bereichernd. Ich würde gerne einen kulturellen Austausch erleben. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Leute zu treffen und ihre Geschichten zu hören, war der beste Teil. Es hat meine Sicht auf viele Dinge verändert. Das kann ich mir vorstellen. Persönliche Geschichten finden oft mehr Resonanz als Fakten oder Statistiken. Genau, es sind diese Verbindungen, die das Verständnis wirklich fördern. Wie können wir mehr Menschen dazu ermutigen, sich mit verschiedenen Kulturen auseinanderzusetzen? Die Ausrichtung von Kulturfestivals oder Gemeinschaftsveranstaltungen könnte ein guter Anfang sein. Das ist eine geniale Idee. Essen, Musik und Kunst können Menschen wirklich zusammenbringen. Definitiv. Es ist eine unterhaltsame Art, Vielfalt zu feiern und voneinander zu lernen. Ich hoffe, dass mehr Gemeinden diese Verbindungsmöglichkeiten nutzen. Ich auch. Der Bau von Brücken zwischen den Kulturen ist für eine harmonische Gesellschaft unerlässlich. Lektion 7. Mach dich bereit für Abenteuer. Hey Anna, ich plane bald eine Wanderung und ich brauche etwas Ausrüstung. Das klingt aufregend. Was musst du kaufen? Ich denke, ich sollte mir zunächst einen zuverlässigen Rucksack besorgen. Es ist wichtig, um Vorräte zu tragen. Unbedingt. Ein guter Rucksack macht einen großen Unterschied. Nach welchen Funktionen suchst du?
Ich möchte etwas Robustes mit ausreichend Platz für Wasser und Snacks. Wie steht's mit dir? Ich bevorzuge einen Rucksack mit zusätzlichen Fächern zur Organisation. Es hilft mir, Dinge schnell zu finden. Das ist eine kluge Idee. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Was ist mit Wanderschuhen? Oh, die sind entscheidend. Stabile Wanderschuhe können Blasenbildung vorbeugen und Halt bieten. Genau. Ich habe gehört, dass gute Traktion auch wichtig ist. Haben Sie eine Marke, die Sie empfehlen? Ich habe großartige Erfahrungen mit einer Marke namens Merrell gemacht. Ihre Stiefel sind bequem und strapazierfähig. Ich werde sie mir ansehen. Ich brauche auch die richtige Kleidung für die Reise. Layering ist der Schlüssel. Sie sollten feuchtigkeitsableitende Stoffe verwenden, um trocken zu bleiben. Toller Tipp. Ich werde auch nach leichten Jacken Ausschau halten, falls es kalt wird. Ja, und vergiss nicht einen guten Hut und Sonnencreme. Es ist wichtig, sich vor der Sonne zu schützen. Unbedingt. Sicherheit hat Priorität. Was ist mit Snacks? Irgendwelche Empfehlungen? Trailmix ist ein Klassiker. Er steckt voller Energie und ist leicht zu transportieren. Ich liebe Trailmix. Ich könnte auch ein paar Proteinriegel für einen zusätzlichen Schub mitbringen. Das klingt nach einem perfekten Plan. Hast du darüber nachgedacht, wie lang die Wanderung sein wird? Ich strebe eine ganztägige Wanderung an, also möchte ich gut vorbereitet sein. Kluges Denken. Mit der richtigen Ausrüstung werden Sie ein fantastisches Erlebnis haben. Ich kann es kaum erwarten. Danke für all die hilfreichen Vorschläge. Anna, Lektion 8. Spielzeitpläne. hey Anna, hast du an unseren Spieleabend gedacht? Hallo John, ja, ich kann es kaum erwarten zu spielen. Welche Spiele hast du im Sinn? Wie wäre es mit ein paar Brettspielen? Ich habe ein neues Spiel namens Katan. Oh, davon habe ich gehört. Das klingt lustig. Kannst du erklären, wie das funktioniert? Sicher, du sammelst Ressourcen, um Straßen und Siedlungen zu bauen. Der Erste, der eine bestimmte Anzahl von Punkten erreicht, gewinnt. Das klingt aufregend. Können wir auch Kartenspiele spielen? Die liebe ich auch. Unbedingt. Wir könnten Uno spielen oder sogar Exploding Kittens ausprobieren. Ich habe Exploding Kittens schon einmal gespielt. Es ist saukomisch. Hast du Snacks für den Abend? Ich dachte an Popcorn und Süßigkeiten. Was naschen Sie gerne? Ich liebe Chips. Vielleicht können wir sie mit dem Popcorn für etwas anderes mischen. Tolle Idee. Und was ist mit Getränken? Bevorzugst du Limonade oder etwas Gesünderes? Normalerweise trinke ich Limonade. Es ist erfrischend und nicht zu süß. Perfekt. Dann hole ich etwas Limonade. Sollen wir mehr Freunde einladen? Ja, je mehr, desto besser. Wer sollte deiner Meinung nach zu uns kommen? Wie steht's mit Sarah und Mike?
Sie bringen immer gute Energie in unsere Spieleabende. Das ist eine gute Wahl. Ich schreibe Ihnen eine SMS und sehe, ob Sie kommen können. Fantastisch. Ich freue mich darauf. Es wird ein Knaller. Lektion 9. Der Geschmack des Reisens. Hey Anna, ich habe gerade mit Tom gesprochen. Er war letzte Woche in Paris. Wirklich. Das klingt unglaublich. Hat er seine Reise genossen? Ja, er sagte, er habe es absolut geliebt, besonders das Essen in Frankreich. Die französische Küche ist berühmt. Was hat er versucht? Er erwähnte, dass es jeden Morgen Croissants zum Frühstück gab. Lecker. Frische Croissants sind die besten. Hatte er noch anderes Geschirr? Er probierte Schnecken und fand sie überraschend lecker. Schnecke. Das ist eine mutige Wahl. Darauf war ich schon immer neugierig. Er sagte, die Knoblauchbuttersauce habe es unglaublich schmecken lassen. Das klingt verlockend. Hat er irgendwelche berühmten Restaurants besucht? Ja, er ging zu einem Ort namens Le Moiris. Er schwärmte von ihren Desserts. Ich kann mir nur vorstellen, wie exquisit sie sein müssen. Was für Desserts. Er hatte ein Schokoladensouffle, von dem er behauptete, es sei das Beste, das er je gegessen hatte. Schokoladensouffle? Jetzt will ich das versuchen. Hat er etwas aus Frankreich mitgebracht? Er hat mir ein Glas französischen Sens gebracht. Ich kann es kaum erwarten, es zu versuchen. Das ist rücksichtsvoll. Ich habe gehört, dass französischer Senf ziemlich aromatisch ist. Ich freue mich darauf, es mit ein paar hausgemachten Sandwiches zu probieren. Klingt perfekt. Ich liebe es, beim Kochen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Das Gleiche hier. Essen verbindet uns wirklich mit verschiedenen Kulturen, nicht wahr? Lektion 10. Das goldene Abenteuer. Hey Anna, hast du von Janes Schatzsuche gehört? Hallo John, nein, habe ich nicht. Was ist passiert? Sie hat einen großen Topf voll Gold auf dem Feld gefunden. Kannst du dir das vorstellen? Das klingt unglaublich. Wie hat sie es überhaupt gefunden? Offenbar ignorierte sie Bills Rat und folgte einfach ihrem Instinkt. Manchmal kann das Ignorieren anderer zu großartigen Entdeckungen führen. Was hat sie als nächstes gemacht? Sie machte sich auf die andere Seite des Feldes, fest entschlossen, ihren Schatz zu beanspruchen. Das ist mutig. Hatte sie irgendwelche Spezialwerkzeuge dabei? Ja, sie hatte eine Karte und eine kleine Schaufel, um sie auszugraben. Eine Landkarte? War es alt oder etwas, das sie selbst gemacht hat? Es war eine alte Karte, die von ihrem Großvater weitergegeben wurde. Das verleiht der Geschichte eine nette Note. Hat sie gefeiert, nachdem sie das Gold gefunden hatte? Unbedingt. Sie lud ihre Freunde zu einer kleinen Party ein. Wie lustig. Haben Sie etwas Besonderes getan, um zu feiern? Sie rösteten Marshmallows und erzählten Geschichten am Lagerfeuer.
Das klingt herrlich. Ich liebe Lagerfeuergeschichten. Worüber haben Sie gesprochen? Sie erinnerten sich an ihre Kindheitsabenteuer und ihre Zukunftsträume. Diese Gespräche sind immer bedeutsam. Hat Jane ihre Pläne für das Gold geteilt? Sie erwähnte, dass sie etwas sparen und den Rest für eine Weltreise verwenden wollte. Was für eine fantastische Idee! Reisen kann eine großartige Möglichkeit sein, neue Kulturen zu entdecken. Genau. Und jetzt hat sie die Mittel, um das zu verwirklichen. Lektion 11. Fürsorge und Verantwortung. Hey Anna, ich habe gehört, dass du einen neuen Job angenommen hast. Hallo John, ja, ich passe jetzt auf die Kinder anderer Leute auf. Das klingt nach einem lohnenden Job. Wie läuft es bisher? Es war fantastisch. Die Kinder sind energisch und voller Fantasie. Das kann ich mir vorstellen. Welche Aktivitäten machst du mit ihnen? Wir basteln, spielen Spiele und gehen manchmal in den Park. Hört sich lustig an. Hast du ein Lieblingsspiel, das du mit ihnen spielen kannst? Ich liebe es, Versteckspiel zu spielen. Sie haben so kreative Verstecke. Das muss eine großartige Möglichkeit sein, sich mit ihnen zu verbinden. Um wie viele Kinder kümmerst du dich? Ich passe auf 3 Kinder auf, und alle haben einzigartige Persönlichkeiten. Das ist interessant. Hast du irgendwelche Herausforderungen mit ihnen? Ja, manchmal streiten sie sich über Spielzeug, aber wir finden immer einen Weg, das zu lösen. Konfliktlösung ist wichtig. Apropos Verantwortung, wie geht es Luisa mit dem Haus? Oh, es geht ihr gut. Sie sorgt für Ordnung und Ordnung. Das ist großartig. Macht es ihr Spaß, die Hausarbeit zu erledigen? Das tut sie. Sie findet es befriedigend, alles in Ordnung zu halten. Es ist erstaunlich, wie Teamwork das Leben einfacher machen kann. Helft ihr euch gegenseitig? Definitiv. Ich helfe beim Kochen, während sie sich um die Reinigung kümmert. Das ist eine perfekte Balance. Habt ihr Lieblingsgerichte, die ihr zusammen zubereitet? Wir lieben es, Pasta zu machen. Es macht Spaß zuzubereiten und ist köstlich zu essen. Lecker. Hausgemachte Pasta ist die beste. Welche Art von Sauce machst du normalerweise? Wir machen oft eine frische Tomatensauce mit Basilikum. Es ist so schmackhaft. Klingt herrlich. Kochen kann so eine wunderbare Art sein, Kontakte zu knüpfen. Oder? Lektion 12. Die Schatten der Geschichte. Hey Anna, hast du etwas über die Geschichte Australiens und seine Ursprünge gelesen? Hallo John, ja. Es ist faszinierend, wie es als Strafkolonie begann. Genau. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden viele gewöhnliche Kriminelle und politische Gefangene aus Großbritannien geschickt. Das finde ich so faszinierend. Wie war das Leben für Sie dort? Es war hart. Sie mussten hart arbeiten, Straßen und Farmen bauen, um zu überleben.
Das muss eine Herausforderung gewesen sein. Hatten Sie jemals eine Chance auf Freiheit? Ja, einigen wurden Urlaubstickets gewährt, sodass sie für sich selbst arbeiten konnten. Das ist interessant. Ich frage mich, wie Sie sich dabei gefühlt haben, in einem neuen Land neu anzufangen. Viele sahen darin eine Chance, während andere ihr Zuhause in Großbritannien vermissten. Ich kann mir diese Mischung von Emotionen vorstellen. Hat sich einer von Ihnen dafür entschieden, dauerhaft zu bleiben? Unbedingt. Im Laufe der Zeit entschieden sich einige, sich in Australien niederzulassen und Familien zu gründen. Das ist bemerkenswert. Das muss die Kultur dort maßgeblich geprägt haben. Das hat es getan. Die Mischung der Kulturen von Sträflingen und freien Siedlern schuf eine einzigartige Gesellschaft. Ich liebe es, wie Geschichte die moderne Kultur beeinflusst. Gibt es irgendwelche Monumente, die diese Geschichte ehren? Ja, es gibt mehrere, wie die Hyde Park Barracks in Sydney. Das würde ich gerne besuchen. Es muss so viele Geschichten über diese Zeit erzählen. Das tut es wirklich. Außerdem gibt es Ausstellungen, in denen Artefakte aus dieser Zeit ausgestellt werden. Das klingt fesselnd. Ich lerne gerne anhand greifbarer Gegenstände etwas über Geschichte. Das Gleiche hier. Dadurch fühlt sich die Vergangenheit realer und nachvollziehbarer an. Lektion 13. Entscheidungen und Dilemmas. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie oft wir uns vor allzu vereinfachte Entscheidungen stellen. Das ist ein interessanter Gedanke. Es ist, als ob wir mit einer falschen Antithese konfrontiert sind, nicht wahr? Genau. Es ist, als ob wir gezwungen wären, zwischen zwei Extremen zu wählen, wenn es mehr Möglichkeiten gibt. Ja, dieses falsche Dilemma kann dazu führen, dass sich die Entscheidungsfindung überwältigend und einschränkend anfühlt. Das tut es wirklich. Haben Sie sich jemals in einer solchen Situation gefangen gefühlt? Unbedingt. Manchmal fühle ich mich unter Druck gesetzt, zwischen einem festen Job und der Verfolgung meiner Leidenschaft zu wählen. Das ist ein klassisches Beispiel. Was ist, wenn es einen Mittelweg gibt, bei dem Sie beides tun können? Das ist ein großartiger Punkt. Vielleicht könnte ich ein Nebenprojekt starten und gleichzeitig meinen Job behalten. Definitiv. Es geht darum, das Gleichgewicht zu finden und seinen eigenen Weg zu finden. Richtig. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Leben nicht immer schwarz und weiß ist. Genau. Es gibt Grautöne, die zu erfüllenden Entscheidungen führen können. Bist du in deinem Leben auf andere falsche Dilemmata gestoßen? Ja, ich sehe oft Leute, die denken, sie müssten sich zwischen finanzieller Sicherheit und Glück entscheiden. Das ist so wahr. Aber es ist möglich, eine Karriere zu finden, die beides bietet. Genau. Es geht darum, ihre Werte mit ihren Zielen in Einklang zu bringen. Ich denke, der Schlüssel liegt darin, aufgeschlossen zu sein und verschiedene Möglichkeiten auszuloten. Unbedingt. Je mehr Optionen wir in Betracht ziehen, desto besser werden unsere Entscheidungen. Und wir können so viel lernen, wenn wir verschiedene Wege und Perspektiven erkunden. Ja, die Akzeptanz von Komplexität kann zu reichhaltigeren Lebenserfahrungen führen. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere, like und teile unsere Videos und Kanäle.